Servus und hallo liebe Freunde Bernd hier. Ihr seht, ich habe hier einen Karton und ihr wisst, was das bedeuten könnte. Ich mache ein Unboxing. Hier sind Orchideen, die ich mir bei Orchideen Wichmann bestellt habe. Dieses Video wird auch gesponsert von Orchideen Wichmann. Und ich will in diesem Video echt nur Positives über Orchideen Wichmann erzählen, weil die Kooperation mit Orchideen Wichmann geht ja jetzt schon über einige Jahre. Und bisher wurde ich immer mit tollen Pflanzen beliefert. Und ich muss auch sagen, dass Orchideen Wichmann für mich, also aus meiner Sicht gesehen, über all die, sind es jetzt schon 15 Jahre Orchideen, 20 Jahren Orchideen, wo ich mich damit beschäftige, auch seit dem Gartenbaustudium ist es ja noch intensiver geworden. Ich habe bei so vielen Gärtnereien bestellt und ich muss sagen, das ist die beste und wirklich aufwendigste Verpackung von Orchideen, die ich bisher so durchweg gesehen habe. Es gibt einige, die nehmen einfach einen Karton, machen von mir aus ein bisschen so Styropor Flocken rein, dann die schmeißen sie Orchideen rein, wieder Styropor, wieder Orchideen. Andere machen einfach nur Orchideen, Zeitungspapier zerknüllt rein. Dann kriegst du Pflanzen, die sind total durcheinander geworfen und das passiert hier nicht. Und ich zeige euch, wie cool die verpackt sind und gleichzeitig machen wir das Unboxing, dass ihr wisst, welche Orchideen ich euch in den nächsten Videos explizit einzeln erklären werde. Außerdem wird es in den nächsten Videos zukünftig um die Orchideen Basics gehen. Da gibt es so einiges, was man im Internet liest und wo auch die Bezeichnungen für die Methoden der Kultur eigentlich völlig fehl am Platz sind, aber dazu in den kommenden Videos. Deswegen würde ich sagen, packen wir das Ganze aus. Ihr seht schon, wenn man das Paket aufmacht, dann ist das richtig sauber schon einmal eingepackt. Jede Pflanze ist für sich eingepackt. Und das hat auch den riesen Vorteil, ich meine, das ist jetzt im Mai nicht mehr so relevant, aber es gibt Jahreszeiten, da ist es wirklich frostig kalt. Dann ist in jedem Paket ein entsprechendes Wärmekissen oder sogar auch 2, 3 Wärmekissen enthalten. Das heißt, eure Orchideen sind selbst im Winter sicher unterwegs. Beginnen wir mit der ersten Pflanze. Und ihr seht, das sind richtig schöne, tolle Päckchen, richtig viel Mühe gibt man sich hier, dass die Pflanzen auch super bei euch ankommen. Und ich dachte mir, so nebenher erzähle ich euch so ein bisschen was, wieso ich mit Orchideen Wichmann auf orchideenhobby.de und vorher auf gartenschlau.com angefangen habe zusammenzuarbeiten. Ich habe ja Gartenbauwissenschaften studiert in Hannover, daher auch mein akzentfreies Schwäbisch. Und ich habe mein Praktikum bei Orchideen Wichmann gemacht während dem Studium und so habe ich ihn dann kennengelernt, die ganze Firma, und ich fand es eigentlich schon ganz cool und die Zeit dort hat mir insofern so gut gefallen, dass mir das richtig Freude gemacht hat und er war auch der erste, die erste Gärtnerei, die ich angefragt habe, logischerweise, ob nicht Interesse besteht, dass wir was zusammen machen. Wird zukünftig noch viel, viel mehr kommen, zum Beispiel auch direkt Besuch bei ihm in der Gärtnerei, so dass man mal sieht, wie die Pflanzen dort wachsen, und da kommt noch viel, viel mehr. Es wird spannend. Ihr müsst auf jeden Fall den Kanal abonnieren, falls ihr es nicht gemacht habt, falls ihr jetzt einfach reingeschaltet habt. Und da wird definitiv viel, viel, viel mehr kommen. Schauen wir mal, was das für eine ist. Oh, die ist hübsch. Eine hübsche Orchidee. Und ihr seht, wie gut die verpackt ist. Manche Gärtnereien, ich meine, falls jetzt eine Gärtnerei zuschaut, die können ja da sich ein paar Tipps holen. Aber manche Gärtnereien machen hier Watte um die Blüten. Und da ich sehr gern meine Orchideen fotografiere, ist es echt eine Sisyphus-Arbeit, hier überall die Wattefäden rauszuziehen. Und ja, okay, so Papier, Zeitungspapier-Schnipsel, die krümeln natürlich auch so ein bisschen. Wenn man ganz genau ins Bild hineinzoomt, dann wird man das auch feststellen, dass da Krümel sind. Aber das ist auf jeden Fall deutlich besser. Hatte ich auch darum gebeten, dass, wenn ich so Pflanzen bekomme, es wirklich auch erfahrungsgemäß nicht gut ist, wenn die in Watte eingepackt sind. Ich verstehe, warum es andere Händler machen, weil dadurch die Blüte natürlich auch geschützt ist. Aber das funktioniert logischerweise auch und finde ich dann sogar noch viel besser. Das hier ist die Phalaenopsis diffusion. Diffusion, richtig toll, hat auch schöne gepunktete Blätter, aber wie gesagt, in den nächsten Videos werde ich detailliert auf die Pflanzen eingehen. Deswegen ist das jetzt hier bloß so ein bisschen Smalltalk Unboxing.
So, jetzt lege ich das erst einmal alles so ein bisschen zur Seite, dass ich hier weitermachen kann. Dann, das schaut aus, als ob hier eine lange Orchidee eingepackt worden ist. Ich weiß an und für sich, was ich bestellt habe, aber ich weiß natürlich nicht, wo was wie drin ist. Deswegen ist jedes Unboxing immer wieder auch eine spannende Sache für mich. Und ihr seht auch, wie gut und dick die Pflanzen eingepackt sind. Das heißt, weder im Sommer noch im Winter kann es passieren, dass die Pflanzen wirklich Schaden nehmen. Und es ist auch super einfach zum Auspacken. Ja, also wirklich, das ist schon cool. Oh, das ist nochmal so eine ähnliche Farbe. Das hier ist, ja, vorsichtig sein, dass man nicht so viel kaputt macht. Das sieht man dann immer auf den Bildern und in den nächsten Videos. Und dann heißt so, oh, die ist so kaputt, Transportschaden, oh, nö. Nein, ist nicht. Nicht, dass ihr in den nächsten Videos meckert. Die Pflanzen kommen hier tipptopp an. Und deswegen, das ist auch eine tolle Farbe. Schaut euch das mal an. Aber wie gesagt, detaillierte Aufnahme der Phalaenopsis Horizon. Auch ein cooler Name. Ich muss hier aufpassen, heute ist ein bisschen windig. Ich muss mich auch beeilen, weil allzu warm ist es heute nicht. Für ein paar Minuten Unboxing geht das, beziehungsweise das Video wird wahrscheinlich länger gehen. Alleine schon durch den Orchideen-Schnack, der hier stattfindet. Und im Unboxing. Aber diese Orchidee ist auch sehr hübsch. Bei der Gelegenheit kommen wir auch gleich zu einem der Themen, die ich zukünftig ansprechen werde. Der eine oder andere von euch wird vielleicht schon mitbekommen haben, dass es eine WhatsApp-Gruppe speziell von orchideenhobby.de gibt. Das heißt whatsapp.orchideenhobby.de. Da kommt ihr direkt rein, könnt ihr Fotos reinstellen, Fragen stellen, ihr könnt Audionachrichten schicken, da kriegt ihr sofort eine Information. Also in aller Regel kriegt ihr das sehr, sehr schnell. Die Community ist richtig cool unterwegs und da macht das dann Spaß. Da kam dann die Frage auf, muss man Orchideen, die man neu gekauft hat, sofort umtopfen? Und ihr seht, die Pflanzen sind hier neu gekommen, deswegen können wir diese Antwort dann auch direkt in einem der zukünftigen Videos zeigen. Aber ich muss sagen, schaut euch mal hier diese tollen Wurzeln an. Da würde ich nicht sofort umtopfen. Aber das war jetzt der Spoiler für das Video, das kommt. Und jetzt packen wir die nächste aus. Da weiß ich natürlich wieder nicht, welche das ist. So, dann gucken wir hier mal. Eigentlich müsste ich sowas live machen. Das werde ich auch machen. Ab Sommeranfang geht's los. Das ist eine Poker Face, eine Clowns-Orchidee. Schauen wir mal, eine Koi-Orchidee. Wie heißt die denn nochmal? Ich hätte die Bestellliste vorher durchgucken können. So ein Live-Unboxing, das wäre noch eine Idee, was ich machen könnte. Das muss aber dann so sein, dass auch wirklich viele Zuschauer zuschauen. Sonst macht es überhaupt gar keinen Sinn. Aber da könnt ihr auch gleich Fragen stellen. Muss ich noch gucken, technisch, wie ich das umsetzen möchte. Die Polka Dots, Phalaenopsis elegant Polka Dots, die habe ich euch, meine ich, schon einmal vorgestellt. Aber die hat jetzt richtig gut in diese Serie, die ich jetzt bestellt habe, gepasst. Kommen wir zur nächsten. Ihr seht, das Video wird ein bisschen länger, aber ihr liebt Orchideen und deswegen schaut ihr euch das jetzt an. Und jetzt kommt hier die nächste Orchidee. Und wenn ich jetzt schon dabei war zu erzählen, wie das im Praktikum war, das waren jetzt also mehrere Wochen Praktikum, die man da machen muss und jeden Tag kommst du von einer Station vom Orchideen eintopfen, Orchideen vermehren, Orchideen pikieren, Orchideen gießen, Orchideen düngen, Pflanzenschutz bei Orchideen, dies, das und jenes. Also dabei kommt ihr wirklich alle Basics, die ihr benötigt. Und da ich das ja auch als Hobby und aus Interesse während dem Studium gemacht habe, konnte ich so mein damaliges Hobby-Know-how, was ich so als Student gemacht habe und mir angeeignet habe, natürlich noch einmal richtig vertiefen. Und wenn man dann mal in so einer Orchideengärtnerei Praktikum gemacht hat oder einfach mal generell irgendwie gejobbt hat, dann kriegt man so viele Sachen mit, nicht nur
wie man sich um die Pflanzen kümmern muss, sondern dass es weit mehr Pflanzen gibt. Und das Tolle ist, wenn man dann in so einer Gärtnerei ist, in aller Regel haben die auch so richtig alte Pflanzen und dann steht man davor und denkt sich, so groß kann eine Orchidee werden. Das ist natürlich dann schon mal ein richtiges Highlight. Oh, die ist cool, die ist gelb, bisschen was anderes als dieses Rot. Das hier ist die Phalaenopsis. Wie heißt sie denn, die gute? Phalaenopsis Sunny Shore. Sunny Shore. Klingt gut, passt gut. Gelb ist schön. Jetzt geht gerade die Sonne auch so ein bisschen langsam unter. Finde ich gut. Da sind jetzt ein paar Blüten. Die sind jetzt leider schon ein bisschen abgetrocknet, aber das kommt vor. Man erwischt nicht immer jede Sorte gleich zu der richtigen Jahreszeit, wo sie eben gerade aufblüht. Aber so ist das einfach. Und ihr seht auch, hier ist gleich ein längerer Bambusstab. Das heißt, die Pflanze kann schon mal nicht so gequetscht werden, dass die Blüten abbrechen können. Sunny Shore ist schick. Das heißt, kommen wir zur nächsten. Wird es wieder ein bisschen kleiner. Das sind 9er Töpfe. Hatte ich gar nicht so aufgepasst, weil Thema Übertöpfe kommt auch noch bezüglich durchsichtiger Pflanztopf. Sinn und Unsinn eines durchsichtigen Pflanztopfs. Mythos Nummer 2 wird zerstört werden demnächst. Eigentlich wollte ich 12er Töpfe kaufen oder Orchideen in 12er Töpfen. Das sind jetzt halt nur 9er Töpfe teilweise gewesen, aber macht ja nichts. Gerade bei den kleinen Orchideensorten kommt man meist um den 9er Topf nicht herum. Hier sehen wir, es ist eine kleine. Das ist die Banana. Kann das sein? Liege ich richtig? Nee, Sunny Splash. Die Banana ist auch so eine gelbe kleine. Die schauen wir uns auch noch an. Sunny Splash, so eine Mini-Orchidee. Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, wenn man neue Orchideen hat, die wächst jetzt hier in Moos. Muss man die dann umtopfen, ja oder nein? Ich denke mal, jetzt haben wir hier schon mal unsere Kandidaten für die Frage der Fragen. Mythos Nummer 3. Einen hatte ich ja schon zerstört. Ja, wenn wir das nach Rezo machen, zerstören wir alles. Der hat auch alles zerstört. So, dann schauen wir die nächste. Ist auch wieder eine kleine Orchidee, logischerweise wieder ein 9er Topf. Da müssen wir gleich mal schauen. Und bis jetzt müsst ihr doch zugeben, die Pflanzen sind richtig krass aufwendig verpackt. Und das hat mich schon damals beeindruckt, weil da gibt man sich richtig Mühe dafür, dass der Kunde am Ende ein Qualitätsprodukt bekommt, an dem er auch längere Zeit richtig Freude hat. Das hier ist auch so eine kleine Orchidee. Das ist jetzt Kandidatin Nummer 3, ob man Orchideen umtopfen muss, vermutlich. Nicht, weil man es jetzt umtopfen müsste, aber das ist die Dusty Bell. Eine richtig schöne, coole Orchidee, aber ihr seht, die wächst hier in Kokossubstrat. Kokossubstrat an und für sich super Substrat für meine Themen auf gartenschlau.com. Bei Orchideen bin ich ein bisschen skeptisch, funktioniert aber auch, ist aber zu Hause in der Anwendung als kritisch zu sehen, insofern als wenn man jetzt eine Orchidee in diesem Substrat hat, eine Orchidee in dem anderen Substrat, eine Orchidee noch in diesem Substrat und dann vielleicht eine Orchidee ohne Substrat, eine Orchidee in Kolomi und dann, denke ich, wird man irgendwann nicht mehr zurechtkommen und gießt alle Pflanzen, wenn es ungeschickt ist, gleich, behandelt sie gleich und hat dann eben auch das Problem, dass dann eine Pflanze darunter leidet. So, wir sind jetzt bei 6 Pflanzen, das heißt, es müsste noch 2 Stück sein. Kommen wir zu der Pflanze. Bei den Pflanzen ist auch gut möglich, dass ich die dann umtopfe und dementsprechend dann auch in Kolomi einpflanze. Da bin ich jetzt noch hin und her gerissen, welche ich wie wo einpflanze, weil ich es nicht machen würde, in Kolomi alle einpflanzen würde, sondern einfach um alle Themen abzudecken, muss ich einen Teil so pflegen, einen Teil so pflegen, einen Teil so pflegen. Ansonsten kann ich euch die Fragen natürlich nicht dementsprechend beantworten. Kommen wir zur nächsten Orchidee. Die kann man hier auch schön auspacken. Banana.
Banana. Da kenne ich auch so, da gibt es so einen Film, das sagen die auch dauernd, Banana. Oh, die ist auch krass. Sehr, sehr viele Blüten an einem Blütentrieb, das ist crazy. Crazy Daisy, aber die heißt nicht so. Crazy Daisy ist, glaube ich, eine andere Sorte. Das ist wirklich die Bananas. Oh yeah. Die Minions. So. Die wächst auf jeden Fall wieder in Pinienrinde und Sphagnummoos, eine Mischung. Aber ist eine schöne Pflanze. Auch gut durchwurzelt. Solche Substrate funktionieren in der Gärtnerei super, weil der Gärtner weiß, ich habe den ganzen Tisch voller Orchideen nur in diesem Substrat. Und dann muss ich die auch nur so behandeln. Banane. Das ist nicht schlecht. Schaut euch mal diesen dicken Blütentrieb hier an mit diesen ganzen vielen Blüten. Da wird es dann spannend, wie die sich entwickelt, wenn sie mal zukünftig einen neuen weiteren Blütentrieb ausbildet. Kommen wir zur letzten Orchidee, zumindest für das Video heute. Zukünftig wird es noch weitere Orchideen geben. Das ist, ich komme nicht drauf, ich hätte mir die Liste merken können, aber das wird mit Sicherheit auch eine wunderschöne Orchidee sein. Ich habe mir lange überlegt, soll ich ein Unboxing machen, ja oder nein. Kommt immer so ein bisschen schwierig an, aber ich finde gerade in dem Fall, wenn man sagen will, hey, pass mal auf, hier bekommst du, was du im Internet siehst, dann kann man so auch zeigen, wie es ankommt. Und das ist ja mal eine krasse Farbe. Das ist geil, dass es die letzte war, die ich ausgepackt habe. Und zwar ist das die Sogo Fusion oder Fusion, eher Fusion wahrscheinlich. Und das ist schon mal eine richtig krasse Farbe. Richtig, richtig toll. Und deswegen würde ich sagen, mit der Phalaenopsis Fusion verabschiede ich mich. Ich muss jetzt hier erst wieder ein bisschen aufräumen und würde sagen, wenn ihr Fragen habt oder euch das Video gefallen hat, ihr zukünftig weitere Videos sehen wollt und oder aber ich das nächste Unboxing als Live-Sendung machen soll, schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Video und tschüss.